Hallo RC-Freunde und willkommen zu diesem neuen Video und willkommen zum vermutlich letzten Video dieses Jahres, wo wir nochmal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Ich zeige euch gleich noch ein paar coole Aufnahmen, ein paar Fails, die wir dieses Jahr hatten, und bevor wir damit anfangen, zeige ich euch nochmal so ein paar Copter, die wir uns dieses Jahr angeschaut haben. Wie ihr seht, ich habe hier schon so ein paar Sachen platziert und noch ein paar Pläne fürs nächste Jahr und auch ja, so die kommenden Wochen und Videos. Fangen wir also vielleicht mal einfach hier auf der Seite an, also ganz unten den Bandocopter. Den habe ich ja dieses Jahr gebaut und gezeigt. Da wird es auch in Zukunft noch einiges zu geben. Also da könnt ihr gespannt bleiben. Der Vidum Isis Copter, ja, wurde effektiv gar nicht benutzt. Dann haben wir da drüber den HGLRC Recon Y6. Sehr cooles Gerät und da wird es auch noch einiges zu geben. Ich habe da schon ein bisschen was erarbeitet und ein bisschen was gekauft. Wie man sieht, der hat schon eine andere Farbe. Ich verstehe auch nicht, warum sie den schwarz gemacht haben. Der sieht bunt einfach viel cooler aus. Dann hier oben den B25, im letzten Video ja gesehen, und hier den R65, und ich glaube, das war so der erfolgreichste und interessanteste Copter und beliebteste Copter, gerade bei euch so in diesem Jahr. Also das haben wirklich sehr viele sich so ein Gerät zugelegt. Hier oben habe ich auch die Champions Edition auf der Seite. Machen wir aber noch mal kurz hier weiter. Hier haben wir jetzt den Chimera 9, den 9 Zoll Copter, mit dem wir auch vieles rumexperimentiert haben. Und vielleicht gibt es da in Zukunft was, mit dem noch mehr rumexperimentiert wird. Ähnliche Größe, vielleicht sogar größer. Aber müssen wir gucken, ist ziemlich teuer, deswegen mal schauen. Und dann hier oben den Diatone und den Flywoo, der jetzt nicht so einen Riesenteil gespielt hat, allerdings in dem Köln-Video natürlich ein Stück weit vertreten war. Auf der Seite auch so ein paar Sachen. Einmal den Gravity Loss 6 Zoll, den ich, glaube ich, dieses Jahr gar nicht geflogen bin, oder zumindest nicht auf Video. Dann haben wir hier die Nazgul Eco, die ja auch sehr beliebt war und auch echt ein super Gerät ist, kann man gar nicht sagen. Darüber den GL 5 Zoll, den ich ja neben dem 9 Zoll in Meppen primär geflogen bin. Und hier oben den Pavo 25 und den R65. Pavo 25 immer noch einer meiner Lieblingscopter und immer noch mein Lieblings-Cinewoop eigentlich. Und R65, ich glaube, da muss ich jetzt nichts mehr zu sagen. Und hier oben haben wir jetzt noch den AOS 5. Da wird es auch bald noch ein paar Sachen zu geben. Ich habe da schon ein paar Sachen bestellt, ein paar Sachen in Planung, weil jetzt gerade kann der nichts, außer das, was er jetzt gerade tut, leuchten. Aber bald wird er vielleicht auch mal wieder fliegen können. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und darüber den Helikopter, den Goose Sky S1, so ein bisschen als Symbol, dass ich in diesem Jahr auch ein bisschen was anderes außer nur FPV in diesem Hobby gemacht habe. Die ganzen Flugzeuge und Wings habe ich jetzt mal nicht hier aufgestellt, weil erstens sind die alle kaputt und zweitens würden die auch hier nicht wirklich hinpassen. Aber auch da wird es in Zukunft noch mal ein bisschen was zu geben. Jetzt vielleicht ein bisschen zu den zukünftigen Plänen. Also wie gesagt, ich habe ja schon einen so einen Copter angeteasert, ähnlich wie der 9 Zoll. Mal schauen, ob ich das irgendwie gebogen kriege, weil wie gesagt, sehr teuer. AOS wird auf jeden Fall umgebaut, da wird es noch was zu geben. Den Recon Y6 wird es auch noch einiges zu geben. Wie gesagt, Sachen sind schon bestellt. Und auch noch einen weiteren Copter, den ich sehr bald bauen werde. Vielleicht kommen sogar noch dieses Jahr die Teile an. Ich habe hier schon so ein paar Sachen 3D gedruckt gerade. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Da wird es mal seit langem ein richtiges Bildvideo geben, also wo ich das zeige, wie ich das Ding zusammenbaue und wie man den einrichtet und verbindet. Und dann auch den ersten Testflug mache. Also das wird auf jeden Fall sehr cool. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, und generell hatte dieses Jahr viele Höhen und Tiefen, könnte man sagen. Klingt zwar sehr klischeehaft, aber ist leider wirklich die Wahrheit. Ich meine, im Endeffekt, die Hälfte des Sommers war ich einfach krank. Also ich glaube, es waren insgesamt 5 Monate, die ich krankgeschrieben, bettlägerig war und effektiv nichts machen konnte. Das war schon wirklich heftig, aber mittlerweile geht es langsam etwas besser. Habe ich auch ein paar Videos zu gemacht, wenn ihr da irgendwelche genaueren Informationen zu haben wollt. Nicht, dass ich das glaube, aber ne. Und ja, wie gesagt, mittlerweile ist es ganz okay. Ich spüre es immer noch, aber langsam bin ich alltagsfähig, sagen wir es so. Und vielleicht noch ein paar persönliche Pläne für nächstes Jahr. Ich bin nächstes Jahr, zumindest theoretisch, mit meinem Studium und damit halt theoretisch auch der Ausbildung fertig. Das heißt, ich habe ja tendenziell vielleicht mehr Zeit, aber auf jeden Fall mehr Geld und auf jeden Fall Urlaub. Das heißt, da kann man auf jeden Fall einige coole Sachen machen. Ich habe ein paar Ideen, wo ich hin will, was ich machen will. Und ich sage es zwar irgendwie jedes Jahr, aber nächstes Jahr will ich tatsächlich mal ein bisschen mehr reisen, beziehungsweise überhaupt. Und da habe ich, wie gesagt, schon einige coole Ideen. Falls ihr noch generell irgendwelche Ideen habt, was ich auf diesem Kanal hier machen, testen, fliegen, zeigen, wie auch immer kann, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit der kleinen Jahres-Compilations. Ein paar Fails, ja wahrscheinlich relativ viele Fails, aber auch ein paar coole Flüge und ein paar schöne Aufnahmen, auch wenn ich jetzt nicht wirklich irgendwo an den wildesten Plätzen in was weiß ich wo bin. Aber hey, man macht das Beste aus dem, was man hat.
Und ich würde sagen, das ist das Ziel für 2025. Dann wünsche ich noch zu guter Letzt einen guten Rutsch und einen schönen Start ins neue Jahr. Und in genau dem sehen wir uns auch. Also bis dahin und tschüss.